Mit neuen Modellen der Seamaster Diver 300M erweitert Omega die Kollektion um neue Taucheruhren ohne Datumsanzeige und mit Aluminium- oder Titanlünette. Verbaut wird das Manufakturkaliber 8806. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Amann Uhren und wir zeigen die Omega-Neuheiten und klären, wofür man überhaupt das Heliumventil bei 10 Uhr braucht. Bei den neuen Taucheruhren von Omega muss man schon ein wenig genauer hingucken, um die Unterschiede zur Vorgängergeneration vollumfänglich zu erfassen. Wir haben die beiden Generationen nebeneinander gelegt und zeigen euch die wichtigsten Unterschiede bzw. Neuerungen. Als allererstes fällt auf, dass die neue Seamaster Diver 300M keine Datumsanzeige mehr hat. Die war ja bei der Seamaster eigentlich immer auf der 6 Uhr Position, wird hier jetzt aber einfach weggelassen. Außerdem hat sich auch die Lünette verändert, ganz deutlich wird das bei der silbernen Version. Die trägt gar keine Lünetteneinlage, sondern eine reliefartige Lünette aus Titan am Edelstahlgehäuse. Diese konnten wir nicht live sehen, deswegen blenden wir einfach ein paar Pressebilder ein. Doch auch die schwarze Seamaster Neuheit hat eine neue Lünette. Diese ist zwar weiterhin mit einer Einlage ausgestattet, diesmal jedoch mit einem Aluminium-Inlay statt mit einem aus Keramik. Das gleiche gilt für eine weitere Variante mit Gehäuse aus Titan, grüner Lünetteneinlage und Zifferblatt, das anders als die anderen Varianten kein Wellenmuster trägt und obendrein Komponenten aus der Omega-eigenen Legierung Bronzegold auf Basis von 375er Gold erhält. Interessanterweise kehrt Omega bei allen Zifferblatt-Varianten der Keramik den Rücken, dabei war dieses Material bei der Vorgängerreferenz sogar noch auf dem Zifferblatt mit der Beschriftung ZR-O2 ausgewiesen. In der Praxis sorgt das dafür, dass Zifferblätter und Lünetten deutlich weniger glänzen, also etwas matter wirken als bei den Vorgängermodellen. Die neuen Seamaster No-Date-Modelle beziehen sich allgemein eher auf die beiden vorangegangenen Uhren für James Bond. Beim Welling-Zifferblatt auf das Modell zum 60. Jubiläum, worüber wir auch ein Video gemacht haben, und beim Glas auf jenes der aktuellen 007-Edition aus dem letzten Bond-Film No Time to Die. In der Praxis bedeutet das, dass die Wellen etwas subtiler gestaltet wurden. Und dass ab sofort ein flach ansteigendes Saphir-Boxglas verbaut wird, verglichen mit den nur leicht gewölbten Gläsern der Vorgängermodelle. Dieses sorgt dafür, dass die Uhren etwas höher geworden sind. Mit 13,8 mm messen sie ca. 0,2 mm mehr als das Vorgängermodell. Optisch allerdings fällt die Höhe kaum auf, stattdessen wirken die Uhren einfach etwas wertiger. Ich zumindest weiß ein schön gewölbtes Saphirglas zu schätzen, auch bei anderen Marken. Beim Gehäuse bleibt sonst alles wie gewohnt. Die Seamaster Diver 300M Neuheiten sind bezogen auf den Durchmesser von 42 mm so groß wie eh und je. Lediglich die Bandanstöße haben sich etwas verändert, sodass der Lack-to-Lack-Abstand um 0,2 mm auf 49,7 mm gesenkt werden konnte. Verbaut wird das automatische Manufakturkaliber 8806 mit Koaxialhemmung und Master-Chronometer-Zertifizierung. Dieses wurde bereits in anderen Seamaster Sondereditionen eingesetzt und basiert auf dem Standardkaliber 8800 der bisherigen Serienmodelle mit Datum. Neben sehr guten Gangwerten profitiert man dabei auch von extremen antimagnetischen Eigenschaften der Uhren. Auch die Stundenmarker, Zeiger und der Punkt auf der Null der Lünette sind weiterhin mit Leuchtmittel ausgelegt. In diesem Fall blau und grün für den Leuchtpunkt sowie den Minutenzeiger. Und auch die Wasserdichtheit bis 30 bar bzw. 300 Metern bleibt erhalten, ist ja nach wie vor auch namensgebend für die 300M Modelle. Genauso sieht es beim Heliumventil aus, das sich an der Gehäuseflanke auf der 10 Uhr Position befindet. Das ist ja ein Feature, das man bei vielen bekannten Taucheruhren, wie zum Beispiel auch bei der Rolex Sea Dweller und vielen anderen Modellen findet. Aber braucht man das überhaupt? Darauf gibt es zumindest für wahrscheinlich 99% der Uhrenträger eine klare Antwort und die ist nein. Für den Alltag und auch die meisten Aktivitäten im Wasser ist es ein absoluter Overkill. Es wird nur von einigen wenigen professionellen Tauchern benötigt, die in extremer Tiefe tauchen. Da Stickstoff, der sich zu 78% in unserer normalen Atemluft befindet, sich bei höherem Druck stärker im Blut löst und dabei pro 15 Meter Tauchtiefe bereits wie ein Glas Schnaps wirken kann, was im schlimmsten Fall zur Ohnmacht führen kann, wird dieses Gas in der Sauerstoffflasche einfach ausgetauscht. Stattdessen kommt das Edelgas Helium in die Atemluft der Taucher, so kann die sogenannte Stickstoffnarkose verhindert werden.
Allerdings handelt es sich bei Helium um das kleinste Atom überhaupt und dadurch kann es, sollte man zum Beispiel in einer Sauerstoffglocke unter Wasser arbeiten oder verweilen, fast überall hinein diffundieren. Da dann beim hohen Außendruck im sonst dichten Gehäuse unserer Taucheruhr im Gegensatz zur Umgebung ein Unterdruck herrscht, wird das Helium physikalisch geradezu genötigt, diesen Druckunterschied auszugleichen. An sich wäre das auch nicht so das Problem, denn als Edelgas ist Helium nicht reaktiv und macht dem Uhrwerk oder seinen Komponenten keinen Ärger. Blöd wird's erst, wenn man wieder auftaucht, dann nämlich sinkt der Umgebungsdruck wieder stark ab und das vorher komprimierte Helium in der Uhr dehnt sich aus. Dadurch entsteht dann wiederum ein Überdruck im Uhrengehäuse und wenn das Helium nicht schnell genug herauskommt, kann das dazu führen, dass die Uhr geradezu aufgesprengt wird. Meistens fliegt dabei einfach das Glas raus. Um das zu verhindern, haben solche Profitaucheruhren dann eben ein Ventil, um das Helium geregelt abzulassen. Die meisten werden dieses Feature also nie brauchen. Aber mich interessiert es trotzdem, geht ihr mit eurer Taucheruhr wirklich tauchen oder braucht ihr vielleicht tatsächlich ein Heliumventil? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ach, und um den Bogen zur neuen Seamaster Diver 300M zurückzuspannen, diese werden mit neuen Materialien bei Lünette und Zifferblatt sowie ohne Datumsanzeige etwas teurer. Kosten nun 6.500 € am Kautschukband und 7.100 € am Milanesband statt am Gliederband. Ein Aufpreis von mindestens 400 € zum Vorgängermodell, welches jedoch weiterhin parallel erhältlich sein wird. Bei der Titan-Variante ist natürlich auch das Milanesband aus Titan gefertigt, allerdings ist sie aufgrund der Bronze-Gold-Komponenten und dem Titangehäuse teurer als die Stahlmodelle und kostet 11.700 €. Wie findet ihr die neuen Seamaster-Modelle? Schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo des Kanals freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.